Damit dein Aquarium immer gut aussieht und Tiere und Pflanzen gesund bleiben, musst du es regelmäßig pflegen. Hier auf AquaOwner erfährst du, wie du dein Aquarium behandeln solltest, damit es so gut wie möglich aussieht und funktioniert. Wenn du also noch mehr über Aquarien und deren Aufbau und Pflege wissen willst, abonniere diesen Kanal und lass mich dir dabei helfen. Als erstes kommt der Wasserwechsel. Der Wasserwechsel ist die wichtigste Pflegemaßnahme, die du in einem Aquarium durchführen kannst. Bei einem Wasserwechsel ersetzt du einen Teil des Wassers im Aquarium durch frisches Wasser, was verschiedenste Vorteile für das Aquarium mit sich bringt. Du senkst die Keimdichte in deinem Aquarium, du führst frische Mineralstoffe neu hinzu und entfernst Schadstoffe aus dem Wasser, die nicht vom Filter beseitigt werden können. Dazu zählen Eiweißverbindungen, die beispielsweise durch den Kot von Fischen zurückbleiben oder aber auch durch Futterreste entstehen. Außerdem entfernst du mit dem Wasserwechsel freischwebende Algensporen aus dem Becken, sodass der Wasserwechsel ebenfalls eine sinnvolle Gegenmaßnahme bei einer Algenplage ist. Einen Wasserwechsel solltest du wöchentlich durchführen. Es ist leider ein verbreiteter Irrglaube, dass du mit einem Wasserwechsel nützliche Bakterien aus dem Aquarium entfernen würdest. Das ist nicht der Fall. Die guten Bakterien leben sesshaft im Filtermaterial und im Bodengrund und sind nur zu einem sehr geringen Teil im freien Wasser zu finden. Deshalb kannst du auch problemlos größere Wasserwechsel bis hin zum kompletten Ersetzen des alten Wassers durch Frischwasser durchführen. Ich empfehle dir einen Wasserwechsel von 50% einmal in der Woche. Ich persönlich mache das einfach jeden Sonntag. Betreibst du dein Aquarium mit Leitungswasser, saugst du einfach die Hälfte des Wassers aus deinem Aquarium ab. Dieses Wasser eignet sich übrigens hervorragend zum Gießen deiner Zimmerpflanzen, da es bereits mit Nährstoffen angereichert ist. Anschließend füllst du das Aquarium mit frischem Wasser wieder auf. Achte dabei darauf, dass die Temperatur des frischen Wassers ähnlich deiner Wassertemperatur im Aquarium ist. Der Einsatz von Wasseraufbereitern ist übrigens nicht unbedingt notwendig. Dabei handelt es sich fast immer um Bindemittel für Chlor, was in deutschen Wasserleitungen nur sehr selten zu finden ist. Wenn du dir unsicher bist, ob dein Wasser nicht doch geklort wurde, kannst du natürlich einfach einen Wassertest für Chlor kaufen und diesen durchführen, oder du benutzt den Wasseraufbereiter vorsichtshalber. In aller Regel brauchst du das aber nicht. Solltest du dein Aquarium mit Osmosewasser betreiben, weil du damit spezielle Bedingungen für Fische oder andere Tiere im Becken schaffen möchtest, denk daran, dein Osmosewasser vor jedem Wasserwechsel auf die entsprechenden Werte aufzusalzen. Übrigens, Osmosewasser und destilliertes Wasser, beispielsweise aus dem Baumarkt, sind identisch. Das heißt, du kannst im Notfall auch immer auf destilliertes Wasser zurückgreifen, falls deine Osmoseanlage einmal spontan defekt sein sollte. Bevor du jetzt direkt mit dem Wasserwechsel loslegst, warte erst noch auf den nächsten Tipp, denn die kannst du perfekt kombinieren. Als nächstes kommt nämlich Sauberkeit im Aquarium. Zur wöchentlichen Pflege deines Aquariums gehört auch, es generell sauber zu halten. Je mehr Mühe du dir dabei gibst, umso besser ist die Wasserhygiene in deinem Becken und umso schöner sieht es aus. Und um dir das so einfach wie möglich zu machen, halte dich an diese Reihenfolge. Bevor du mit deinem wöchentlichen Wasserwechsel beginnst, reinige zuerst deine Scheiben innen im Aquarium. Hierzu gibt es diverse erprobte Hilfsmittel. Ich selber nutze sehr gerne einen einfachen Spülschwamm aus dem Supermarkt. Selbst die raue Seite ist nicht hart genug, um Kratzer auf dem Glas zu hinterlassen. Gleichzeitig entfernt sie aber selbst hartnäckige Algenbeläge recht einfach. Und auch der allseits bekannte Klingenreiniger ist ein gutes Mittel zum Säubern deiner Aquarienscheiben. In Kombination hast du mit diesen beiden Tools alles zur Hand, um deine Scheiben perfekt sauber zu bekommen, selbst von hartnäckigsten Algenbelägen. Hast du diese Arbeit erledigt, ist es jetzt Zeit für den Wasserwechsel. Warum erst jetzt? Weil du dann mit dem Wasserwechsel gleichzeitig alle Algenreste und Ablagerungen aus dem Becken absaugen kannst, die du bei der Putzaktion freigesetzt hast. Und zusätzlich kannst du mit dem Wasserwechsel noch einen weiteren Punkt auf der Pflegecheckliste abarbeiten: Mulm absaugen. Als Mulm bezeichnet man die bräunlichen Rückstände, die sich auf dem Boden und auf Pflanzen und Gegenständen in deinem Aquarium absetzen können. Dabei handelt es sich um organische Abfälle, die nicht vom Filter abgesaugt werden, im Aquarium aber auch nicht unbedingt etwas verloren haben. Ich empfehle dir, den Mulm immer nur oberflächlich abzusaugen. Dazu nimmst du einfach den Schlauch beim Wasserwechsel und wedelst mit diesem knapp über der Bodenoberfläche hin und her, um alle losen Rückstände aufzuwirbeln und dann absaugen zu können. Ich rate dir vom Einsatz einer sogenannten Mulmglocke definitiv ab. Mit diesem Hilfsmittel kannst du tief in den Boden eindringen und diesen vollständig auch unter der Oberfläche reinigen. Hierbei läufst du allerdings wirklich Gefahr, anders als beim Wasserwechsel, einen Großteil der nützlichen und wichtigen Filterbakterien aus deinem Aquarium zu entfernen. Eine zu große und zu gründliche Reinigung mit einer solchen Mulmglocke kann im schlimmsten Fall das biologische Gleichgewicht deines Aquariums nachhaltig negativ beeinflussen. Daher mein Tipp: den Bodengrund immer nur oberflächlich mit dem Schlauch absaugen. Außerdem kannst du mit einer stärkeren Strömung im Aquarium dafür sorgen, dass der Mulm besser vom Filter selbst abtransportiert wird, um dir die Arbeit zu erleichtern und dafür zu sorgen, dass sich generell weniger Mulm überhaupt erst ablagert.
Jetzt, wo der Wasserwechsel durchgeführt ist, kannst du dich auch an die Reinigung der restlichen Gegenstände in deinem Aquarium begeben. Hierzu zählen vor allem die Ein- und Ausläufe, falls du einen Außenfilter mit Glasware zur Filterung verwendest. Diese Ein- und Ausläufe sehen natürlich nur dann am schönsten aus, wenn sie absolut klar und sauber sind. Auch die Schläuche wirken erst dann so richtig, wenn sie keine Algenablagerungen aufweisen. Hierzu kannst du Schläuche sowie Ein- und Ausläufe einfach mit einer Schlauchbürste reinigen. Dazu natürlich vorher den Filter ausschalten und die Ein- und Ausläufe am besten abmontieren. Hast du keine Lust auf das Schrubben von Hand, kannst du speziell Glasware auch einfach in ein Bad aus handelsüblichem Chlorreiniger legen. Lass die Sachen einfach über Nacht darin liegen und am nächsten Tag strahlt alles wieder wie neu. Auch deinen CO2-Diffusor kannst du auf diese Weise wieder perfekt sauber bekommen, selbst wenn da Algen drauf gewachsen sind. Da Chlor allerdings hochgiftig im Aquarium selbst ist, solltest du die Sachen vor dem erneuten Einsetzen in das Aquarium gründlich und lange unter fließendem Wasser ausspülen. Riech dabei an den Sachen. Wenn du absolut keinen Chlorgeruch mehr wahrnehmen kannst, dann sind die Sachen auch in der Regel wieder fit, um sie ins Aquarium einzusetzen. Diese Reinigungsmaßnahmen musst du auch nicht wöchentlich ausführen. Reinige die Sachen einfach dann, wenn sie dir zu dreckig erscheinen. Bleibt noch der Filter. Diesen solltest du allerdings gar nicht so häufig reinigen, wie du vielleicht denkst. Und zwar aus dem gleichen Grund, aus dem du auch den Bodengrund nicht vollständig reinigen solltest. Eine zu starke Reinigung des Filtermaterials entfernt eine Menge nützlicher Bakterien, deren Fehlen das biologische Gleichgewicht in deinem Aquarium beeinträchtigen kann. Aus diesem Grund solltest du den Filter erst dann reinigen, wenn du einen deutlich verminderten Durchfluss, das heißt eine verringerte Strömung in deinem Aquarium feststellst. Und selbst dann reinigst du nicht alle Filtermaterialien auf einmal, sondern du reinigst am besten einmal pro Woche nur einen Filterkorb, sodass dieser durch die noch vorhandenen nicht gereinigten Filtermaterialien schnell wieder mit den guten Bakterien besiedelt werden kann. Es kann sein, dass du deinen Filter so vielleicht nur einmal im Jahr reinigen musst, was völlig okay ist. Ich mache das selber auch nicht häufiger. Einzig den Vorfilter kannst du, falls dieser sich bei dir schnell zusetzt und dein Filter überhaupt einen besitzt, regelmäßig auch wöchentlich zusammen mit dem wöchentlichen Wasserwechsel reinigen. Der nächste Punkt auf unserer Liste ist Pflanzen schneiden und pflegen. Als nächstes widmen wir uns der Pflanzenpflege. Diese ist wichtig, damit deine Pflanzen so optimal und schön wie möglich wachsen können. Und hier ist zuerst einmal das regelmäßige Beschneiden deiner Pflanzen wichtig. Mit einem Beschnitt sorgst du für ein dichteres, buschigeres Wachstum und regst die Pflanzen an, neue Triebe und Blätter wachsen zu lassen. Vor allem Bodendecker müssen regelmäßig beschnitten werden, da sie sonst zu dicht werden, wodurch die untere Pflanzenschicht abstirbt und sich die obere Schicht deshalb lösen kann, was im schlimmsten Fall zum völligen Auftreiben des gesamten Bodendeckers führt. Besonders Pflanzen wie Glossostigma elatinoides, Hemianthus calytrichoides cuba oder auch das Micranthemum twedii, was übrigens früher Micranthemum Monte Carlo hieß, sind für diese Probleme anfällig. Grasartige Pflanzen wie Eleocharis mini oder Lidiaopsis brasiliensis müssen dagegen nur ab und an ausgedünnt werden. Sei nicht zu vorsichtig mit deinem Bodendecker und schneide ihn ruhig bis auf 1 cm herunter. Hierfür eignen sich Wave-Scheren oder die kleinen Federscheren besonders gut. Ein Rückschnitt des Bodendeckers sollte sehr regelmäßig erfolgen, um einen dichten und gesunden Teppich zu fördern und um zu verhindern, dass das Ganze irgendwann hochkommt. Auch Stängelpflanzen solltest du immer mal wieder beschneiden, denn jeder Beschnitt sorgt bei diesen Pflanzen dafür, dass der abgeschnittene Trieb sich aufspaltet und daraus 2 neue Triebe wachsen. Auf diese Weise wird die Pflanze mit jedem Rückschnitt buschiger und kompakter. Du kannst außerdem die abgeschnittenen, sogenannten Kopfstecklinge, selber erneut wieder in den Boden einpflanzen, um so schnell deine Pflanzenmasse zu erhöhen oder um alte und nicht mehr ansehnliche Stängel auszutauschen. Achte nach dem Beschnitt darauf, dass du alle Pflanzenreste aus dem Aquarium entfernst. Diese Arbeit kann lästig sein, ist aber wichtig für eine gute Wasserhygiene. Denn sich zersetzende Pflanzenreste und abgestorbene Blätter und Stängel belasten das Wasser nur unnötig. Eine Oberflächenabsaugung, ein sogenannter Skimmer, kann dir dabei helfen, die Pflanzenreste von der Wasseroberfläche schnell zu entfernen. Zum Herausfischen nutzt du am besten einen kleinen Kescher. Generell kannst und solltest du so gut wie jede Pflanze in deinem Aquarium ab und an beschneiden. Schnell wachsende Pflanzen musst du meistens so alle 2 bis 3 Wochen einmal beschneiden, langsam wachsende Pflanzen zum Teil nur einmal im halben Jahr. Wie und wo du am besten schneidest, unterscheidet sich jedoch je nach Art der Pflanze. Und wenn du nicht weißt, was du mit den ganzen Pflanzenresten machen sollst, versuch dich doch mal an einem Wabikusa. Das ist eine tolle und dekorative Möglichkeit, abgeschnittene Pflanzen wiederzuverwerten. Du findest alle von mir genutzten Hilfsmittel übrigens auch unten in der Videobeschreibung. Konnte ich dir bisher schon bei deiner Pflegeroutine helfen? Wenn ja, dann gib dem Video doch bitte einen Daumen nach oben. Kommen wir zum 4. und letzten Punkt: Wasserpflege und Fütterung. Nachdem der Wasserwechsel und der Beschnitt der Pflanzen nun erledigt sind, kannst du deinen Pflanzen und Tieren noch etwas Gutes tun. Jetzt ist einerseits der Zeitpunkt gekommen, an dem du wieder deine Düngeroutine startest, wenn du dein Becken bisher auch zusätzlich gedüngt hast. Außerdem lohnt es sich aber auch noch, deinem Aquarium die eine oder andere Wellnesskur zu gönnen. Ich möchte dir die Zugabe von Huminstoffen empfehlen. Diese kannst du über Naturprodukte wie zum Beispiel Seemandelbaumblätter oder anderes getrocknetes Laub einbringen, oder du nutzt dafür ein fertiges flüssiges Präparat. Auch die Zapfen der Schwarzerle, die Erlenzapfen,
Garnelen-Zapfen sind ein tolles Naturprodukt, was Huminstoffe in dein Aquarium abgibt und gleichzeitig ein schöner Snack für Garnelen und andere Tiere in deinem Becken ist. Warum Huminstoffe so wichtig sind, habe ich mit Carsten Logemann im Garnelenhaus bei Hamburg in einem ausführlichen Interview besprochen, in das du gerne einmal reinschauen solltest, wenn das Thema neu für dich ist. Jetzt hast du es geschafft. Die Pflege klingt erst einmal viel, aber es ist doch recht schnell erledigt. Achte nur darauf, deine Pflegeroutine wirklich gewissenhaft und regelmäßig durchzuführen, dann wird dein Aquarium auch immer toll aussehen. Jetzt bist du auch bereit, dich tiefer mit einzelnen Pflegemaßnahmen zu beschäftigen. Klicke hier auf das nächste Video und sieh dir die 4 häufigsten Fehler bei der Düngung an, damit du diese Fehler nicht machst und deine Pflanzen immer mit allem Nötigen versorgen kannst.